Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser kurzen Viertelstunde. Wer hat an der Uhr gedreht? Da dreht schon jemand dran. Und der Titel ist vielleicht ein bisschen missverständlich, weil es ist ja eine kurze Zeitmanagement-Einheit für Lehrende. Und normalerweise mache ich kurze Zeitmanagement-Workshops für Studierende, deren Probleme, ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, völlig anders oder oft anders gelagert sind. Und ich war mir nämlich nicht klar, was sind eigentlich Zeitmanagement-Probleme für Lehrende im Vergleich oder im Zusammenhang mit Studierenden und habe mal die Lehrenden um mich herum, die ich kenne, gefragt, wo sie denn so für sich ihre Knackpunkte sehen und war ganz erstaunt. Die meisten Probleme oder die meiste, ich will gar nicht sagen, das meiste Unwohlsein, das meiste persönliche Unwohlsein in der zeitlichen Gestaltung der Kommunikation außerhalb der Veranstaltung mit Studierenden lag. Also in den Mailkontakten und in den unterschiedlichen Sprechstunden oder Beratungseinheiten. Daraufhin habe ich entschieden, dann mache ich dazu was. Viertelstunde ist ja auch kurz und begleite Sie ein bisschen und mich und Sie ein bisschen durch die unterschiedlichen Beratungs- oder Kommunikationssituationen mit Studierenden. Ich gehe davon aus und bin mir auch ziemlich sicher, oder das ist meine Erfahrung, dass Sie über die gängigen Zeitmanagement-Techniken total, genau wie ich, total gut Bescheid wissen. Also die Alpen, die Smart-Methode, das Eisenhower-Quadrat, das sind alles wahrscheinlich keine Neuigkeiten für Sie. Deswegen mag ich da gar nicht weiter drauf rumreiten oder damit umgehen, sondern eher mal gleich reinspringen in dieses, was ist eigentlich was sind die Kriterien und die Grundlagen für ein gelingendes Zeitmanagement? Und ich weiß nicht, ob Sie mit mir damit übereinstimmen, aber die Grundlage für ein gelingendes und zufriedenstellendes Zeitmanagement ist ja in der gefühlten weitgehenden Übereinstimmung zwischen dem, was man so an zeitlichen Ressourcen zur Verfügung hat und der gelingenden Durchführung der anstehenden, terminierten, priorisierten Aufgaben. Also wenn das läuft am Tag, dann sind wir am Abend in der Regel zufrieden. Wir haben unsere Ressourcen, unsere normalen Aufgaben erfüllt, wir haben unsere Ressourcen erkannt und innerhalb dieser Ressourcen noch weitere Aufgaben erledigt. Soweit so schön. Ziele eines gelingenden Zeitmanagements liegen für mich und in den Workshops mit Studierenden und auch nicht in der Kommunikation mit Ihnen in einem mehr Inhalte, noch schneller, noch weiter, noch besser, noch höher, sondern Ziele sind in der weitgehenden Übereinstimmung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also zwischen dem eigenen Anspruch an ein gelingendes Management oder eine gelingende Selbstorganisation und der Realität, der realistischen Umsetzung. Und das sollte im besten Fall zu einer größeren Zufriedenheit der jeweiligen agierenden Person in der jeweiligen Situation führen. Und das habe ich dann auch das habe ich mit einigen von Ihnen besprochen und habe dabei festgestellt, dass wie bei mir auch, dieser gelbe Blitz, den Sie auf der Folie sehen, ist sozusagen, da bricht es auseinander. Da brechen Anspruch und das Ziel und die Wirklichkeit auseinander. Dort sind die meisten Punkte für Unzufriedenheit oder Unwohlsein zu finden zwischen den Grundlagen und den Zielen. Genannt wurden da in erster Linie folgende Punkte. Also das einmal, was den Gelingensprozess für die eigene Zufriedenheit oder für die Durchführung von so einem eigenen Prozess führt, was diesen Prozess behindert, ist für viele der Spagat, den sie machen müssen zwischen den Anforderungen von Lehre und Forschung und vielen priorisierten Aufgaben, Familie, Freizeit, was noch dazu kommt. Also dass das alles priorisierte Bereiche, wichtige Bereiche sind, die mit den Ressourcen häufig nicht übereinstimmen oder übereingebracht werden können. Je mehr, das ist auch etwas, das kennen wahrscheinlich auch alle, je mehr und differenzierter die Anforderungen werden, desto eher verschwindet die eigene Priorisierung und die eigene Terminierung der Aufgaben. Man arbeitet nur noch ab. Man arbeitet das ab, was gerade reinkommt, um es einfach alles vom Tisch zu haben und wird immer schneller und immer hektischer dabei. Das führt in der Regel zu wenig Pufferzeiten, wenig Pausen, viel Essen vorm Bildschirm und man fühlt sich immer in Hektik. Und das war das Entscheidende, was mich dann zu der Idee gebracht hat, diese Veranstaltung heute inhaltlich hauptsächlich zu gestalten, ist der eigene hohe Anspruch an die Lehre
und an die Studierendenbegleitung durch Lehrende. Also dass es in der Regel so ist, dass Lehrende natürlich wie alle anderen auch irgendwie das gerne möchten, dass die Anfragen von Studierenden, die Probleme, die sie haben, so optimal wie möglich bearbeitet und gelöst werden und Studierende aus den Besprechungen auch zufrieden rausgehen können und sie auch zufrieden sind. Und dass das häufig schwierig ist. Das führt oder das kommt dadurch, unter anderem auch dadurch wurde genannt, zu unklare Anforderungen oder Nachfragen von Studierenden. Also das kenne ich in meinen eigenen Beratungszeiten selber, dass manchmal Studierende anfragen und sagen, ich weiß gar nicht, ich soll eine Hausarbeit schreiben und ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Darauf kann ich immer nur sagen, das weiß ich auch nicht. Also das können Studierende nur selber wissen und dass das aber, wenn das eine Klärungssituation in einer Sprechstunde ist, dann behindert das den Prozess enorm, weil man dann immer erstmal nochmal rausfinden muss, worum geht es eigentlich. Und dann sind die 20 oder 25 Minuten ihrer Zeit, die sie haben, eigentlich schon um. Des Weiteren gibt es oder empfinden das viele so, dass es viel zu wenig Raum für Reflexion und Austausch gibt. Austausch zwischen Unterlehrenden selber über über Zeitmanagement, über Probleme oder über das, was gerade ansteht und wie sie sich gegenseitig auch unterstützen. Was den eigentlichen Prozess oder worauf ich dann jetzt zu sprechen kommen möchte, sind denn die Kriterien für ein gelingendes Zeitmanagement im Kontakt von Lehrenden mit Studierenden? Und das habe ich einmal versucht aufzuzeigen anhand des Mail-Kontaktes und anhand des persönlichen Kontaktes. Also ich habe für mich und auch in der Auseinandersetzung mit Studierenden gelernt, oder halt andersrum, ich fange noch mal anders an. Ich bin Erwachsenenpädagogin. Ich habe gelernt in meinem Studium, dass wir in der Erwachsenenbildung, auch im Studium als Lehrende, sind wir verantwortlich für den Prozess des Ablaufes der entsprechenden Lehr-Lerneinheiten. Und wir sind nicht verantwortlich wie Lehrer in der Schule für die Personen, also für das Wohlbefinden oder die eigene Organisation der Person, der teilnehmenden erwachsenen Personen, sondern wir sind zuständig für den Prozess. Und ich habe gelernt, je klarer und je deutlicher und das wird bei Ihnen nicht anders sein, ich den Prozess gestalte und vorab steuere in einer Transparenz dessen, was ich in der Lage bin zu leisten und bieten kann und auch in der deutlichen Klärung der Anforderungen, die ich an meine Teilnehmenden habe, desto eher sind Gelingenskriterien erfüllbar und zu erfüllen. Im Mailkontakt bedeutet das, dass ich Studierende immer über die geltenden Regeln im Mailkontakt aufkläre und informiere und die auch bemüht bin, durchzusetzen, also dass die auch eingehalten werden. Das heißt, sie müssen die Betreffzeile gut ausfüllen und sie müssen innerhalb der Mail schon deutliche und sehr präzise und sehr genaue Anfragen stellen, was sie eigentlich genau wissen wollen. Dazu bin ich bereit, sehr zeitnah studentische Mails zu beantworten. Also wenn Anfragen kommen, möglichst bald darauf zu antworten, mich darauf zu beziehen. Dafür habe ich persönliche Zeitfenster im Rahmen meiner Arbeitswoche, die ich nur verwende, um studentische Mails zu beantworten oder Anfragen nachzugehen. Ich habe Ihnen ich weiß nicht, das habe ich jetzt, glaube ich, schon im Chat geschickt, sozusagen eine Checkliste mitgegeben für den gelingenden Kontakt oder das gelingende Zeitmanagement im Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden. Studierende wissen das übrigens auch sehr, sehr zu schätzen, wenn sie Checklisten oder wenn sie eine Checkliste bekommen, an die sie sich halten können. Und zur Vorbereitung eines persönlichen Sprechstunden- oder Beratungstermins, ich mache sehr viele Schreibberatungen, wie Sie ja auch sehr viele Beratungen machen innerhalb Ihrer Lehre, als Feedback für Hausarbeiten oder als Besprechungstermine zum Beispiel für Bachelorarbeitsthemen, dass ich Studierenden vorab einen Vorbereitungsbogen schicke, in dem sie bestimmte Aufgaben erstmal erfüllen müssen, also diese besonders präzise und konkret ihr Anliegen zu schildern. Das hat den positiven Nebeneffekt, wer schreibt, der bleibt. Es hat den positiven Nebeneffekt, dass
Studierende, wenn sie sich bemühen, ihr Anliegen nicht nur gedanklich zu formulieren, sondern auch schon schriftlich niederzuschreiben, sie sich selber schon präzisieren und im Denkprozess, im Denk- und Formulierungsprozess schon in der Lage sind und oftmals auch schon selber eigene Lösungsansätze generieren, die sie dann mitbringen. Das heißt, wenn Sie mit Studierenden arbeiten, im persönlichen Kontakt, und Sie haben diesen Vorbereitungsbogen vorliegen und Studierende haben diesen Bogen vorliegen, dann ist dieses Treffen so optimal vorbereitet und Sie können sich vorab kurz darauf beziehen und in der Sitzung selber schon auf den Lösungsweg, den Studierende dann zum Teil schon im Kopf haben, auch hinweisen oder den aufgreifen. Manchmal braucht es ja nur eine Versicherung für Studierende, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Dann sind Probleme schon geklärt. Und diesen Prozess im persönlichen Kontakt jetzt, den moderieren Sie zeitlich und inhaltlich. Das ist die Aufgabe von Lehrenden. Studierende sind in dem Moment, in dem sie in dieser Veranstaltung oder bei Ihnen sitzen, nur dafür zuständig, sich so strukturiert und systematisch wie möglich der Lösung Ihres Problems oder der Antwort Ihrer Fragestellung möglichst aus eigenen Ressourcen hin anzunehmen. Und Sie bringen dann auch diesen Prozess zu einem Abschluss. Das heißt, innerhalb dieses Bogens sieht man dann das Ergebnis der Besprechung wird formuliert und verschriftlicht und der nächste konkrete Arbeitsschritt wird formuliert, auch schon schriftlich. Das ist sehr hilfreich. Und manchmal folgt daraus nochmal ein Folgetermin oder eine Nachfolgemail. Einfach, dass Studierende nochmal eine kurze Rückmeldung geben darüber, wie ihnen die Umsetzung dieser Lösung gelungen ist und was sie daraus gelernt haben. Das ist für viele Lehrende als für sich auch hilfreich und unterstützend, wenn sie diese Informationen für sich bekommen. Und ansonsten kann ich nur sagen, also Feedback geben nach einer solchen Sitzung und Feedback einholen für sich. Nachzufragen, wie ist das gelaufen? War das für Sie jetzt als erfolgreich oder weniger erfolgreich und warum? Das ist auch für die eigene Arbeitszufriedenheit und auch für die eigene Reflexion für Veränderung für die nächsten Beratungseinheiten sehr wichtig. Als Methode, und dann sind wir auch schon wieder mit der Viertelstunde am Ende, als Methode schicke ich Ihnen noch ein Blatt zu im Chat, die Sie vielleicht auch schon kennen. Das ist die Pomodoro-Technik, die Arbeitsschritte in 25 Minuten Einheiten runterreißt. Diesen Arbeitszettel können Sie gerne an Studierende weitergeben, weil mit dieser Methode lässt sich meiner Ansicht nach ziemlich erfolgreich und ziemlich gut lassen sich Arbeitseinheiten, die entsprechend einer Beratungseinheit, einer Sprechstundeneinheit von Lehrenden von 20 bis 25 Minuten sind, vorbereiten. Je realistischer Studierende mit ihren Anfragen in ihre Sprechstunde hineingehen, desto erfolgreicher kann das am Ende werden. Also wenn Sie mit 12 Fragen kommen, ist das in der Regel nicht sinnvoll. Also dass diese realistische Umsetzung der eigenen Problematiken in der Sprechstunde, dass das für das Gelingen eines solchen Prozesses enorm hilft. Also das ist sozusagen die Quintessenz jetzt aus dieser Viertelstunde im Kontakt mit Studierenden, immer so strukturiert und deutlich wie möglich die als Lehrende eigenen Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen und vermitteln, das Angebot formulieren und von den Studierenden ebenso verlangen, so präzise und deutlich wie möglich ihre Fragen und so realistisch wie möglich zu formulieren.